schön, dass ihr wieder bei TUS Kochtour eingeschaltet habt. Da in Asien bald bei uns Neujahrsfest ist, möchte ich gerne euch diese leckere fermentierte Wurst aus Rindfleisch nem Chur zeigen. Diese Spezialität gibt es auch nur zu besonderen Anlässen und nem Chur schmeckt sehr würzig und säuerlich und kräftig nach Knoblauch. In Asialaden wird nem Chur dann in so rosa Päckchen verkauft und nem Chur ist ein Snack und wird meist zum Bier gegessen. Und ich zeige euch heute meine Variante aus Rindfleisch und zeige euch nun die Zutaten dazu. 500 Gramm mageres Rindfleisch, dann 100 Gramm getrocknete Schweineschwarte. Die Packung zeige ich euch, so sieht die Packung auch aus und so findet ihr das auch im Asialaden. Dann braucht ihr zusätzlich noch eine Packung Würzmix für nem Chur, auch aus dem Asiamarkt und so sieht es auch aus. Dann braucht ihr 30 Gramm Zucker, 5 Gramm ganze Pfefferkörner, eine Prise Salz, eine Knoblauchknolle und 3 Chilis. Als erstes werde ich die Sehnen und die Häutchen entfernen und das Rindfleisch in kleine Stücke schneiden. Anschließend dann das Fleisch in einen Fleischwolf geben und zerkleinern lassen. Nun dann das Fleisch in einen Gefrierbeutel geben, platt drücken und für ca. 2 Stunden in den Gefrierschrank legen. Währenddessen werde ich jetzt die Schweineschwarte gut abwaschen. Dann die Schweineschwarte in einem Topf mit Wasser aufkochen. Sobald das Wasser dann auch aufgekocht ist, einige Ingwerstücke hineinlegen und die Schweineschwarte darin für ca. 5 Minuten kochen. Die Ingwerstücke werde ich jetzt dann herausnehmen, nochmals mit kaltem Wasser durchwaschen und beiseite stellen, damit das Wasser einfach gut abtropfen kann. Wichtig ist, die Schwarte soll später nicht mehr nass sein. Sobald die Schwarte dann jetzt auch trocken ist, in kleine Stücke schneiden. Nun werde ich jetzt den Knoblauch schälen und fein hacken. Als nächstes dann die Chilikerne herausdrücken und auch fein hacken.
Den Pfeffer werde ich jetzt etwas zerkleinern. Natürlich könnt ihr auch die Pfefferkörner ganz lassen. Nachdem das Fleisch jetzt etwas eingefroren ist, das Fleisch, die Schwarte, den Knoblauch, den Zucker, das Salz, die Chilis, den Pfeffer und zuletzt dann den Würzmix in die Küchenmaschine geben und mixen. Ganz wichtig jetzt in der Würzmix-Packung, da gibt es noch einen kleinen Beutel. Den kleinen Beutel gebt ihr jetzt noch nicht rein, sondern erst später, sondern ihr gebt jetzt nur den Pulver hinein. Nach ca. 2 bis 3 Minuten den Inhalt des kleinen Beutels dazugeben und wieder für ca. 2 Minuten dann vermischen. Sobald ihr den Inhalt des kleinen Beutels dazugegeben habt, seht ihr auch am Fleisch, das wird jetzt etwas dunkler. Nun die Fleischmasse in eine Frischhaltefolie ausgelegte Form dann geben. Hier habe ich eine spezielle Form von meinem Onkel, 28 cm auf 24 cm. Aber wenn ihr nicht so eine Form habt, dann könnt ihr die Fleischmasse auch in eine rechteckige Form geben und dann mit einer zweiten anderen Form zusammendrücken. Nun werde ich dann das Fleisch jetzt dann in die Form geben, gleichmäßig verstreichen, zusammendrücken, mit dem schweren Gegenstand dann das Ganze dann erschweren, um die Luft aus dem Fleisch dann zu bekommen. Nach ca. 2 Stunden das Fleisch dann aus der Form herausnehmen, die Frischhaltefolie entfernen und in kleine Stücke schneiden.
Für die Dekoration braucht ihr hier zusätzlich noch Knoblauch. Bereits habe ich die in dünne Scheiben geschnitten, dann Chilis bereits in dünne Scheiben geschnitten und Frischhaltefolie. Nun dann eine Scheibe Knoblauch und eine Scheibe Chili drauflegen auf das Fleisch, wieder mit Frischhaltefolie einpacken und für ca. 24 Stunden dann das Ganze reifen lassen. Und so habt ihr leckere fermentierte Wurst aus Rindfleisch Name-Dure. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne sehen wollt. Und also gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!